Über das nächste Video, was wir uns anschauen, bin ich mehr oder weniger durch Zufall gestolpert. Es ist ein Video von einem US-YouTube-Kanal mit über 500.000 Abonnenten, der nennt sich Frugal Fitmom. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was das bedeutet. Hat vielleicht nicht unbedingt einen direkten Bezug zu Krisenvorsorge, Prepping und so weiter, aber immerhin ist die Headline ganz groß hier: Top 10 Prepper Items. Wahrscheinlich in so einer Art $1-Laden, wie bei uns hier 1-Euro-Shop oder sowas. Und natürlich bin ich mal gespannt, was kaufen die Prepper in USA ein. Hier 10 Prepper Items you need to buy $3. Okay, tree. Da gucke ich mal, mein Englisch ist zwar nicht so toll, ist not the yellow from the egg, aber egal, wir gehen da auf jeden Fall mal rein. Ich denke mal, wenn da was gezeigt wird, werden wir uns da schon mit zurechtkommen. So, natürlich von Anfang an. Friends, I am here at the Dollar Tree bringing you 10 prepper items that you should buy every single time you come here. We're going to do food, we're going to do non-food items. So if you love the Dollar Tree and you love doing long-term prepping for any type of emergency, hit that thumbs up button. Let's get started. Okay, na dann Kicking it off with the food because it's like my favorite thing. The boxed milks are fabulous to grab for food storage, long-term food storage. So they have whole milk, 2% and skims. You can get whatever you want. This one right here is good until July of 2023. So we have almost a year. And these are just convenient to have regardless. Frequently on like a Saturday night, I run out of milk, and then most of my stores are closed on Sundays. So, you know, we can't do pancakes or cereal or whatever on Sunday because I forgot to go get milk and the kids didn't tell me that we were out of milk. You know, they put the thing back in, there's this much left. You know what I'm saying. I always try and grab a few of these for my long-term food storage. So there's always milk available. As long as I... Mensch, wer hätte das gedacht? Milch. Mensch, da wäre ich nie drauf gekommen. Stick it in the fridge and chill it. My family doesn't really notice that big of a difference. I also love the coconut milk as an option. This one's good until 2025. So you're looking at about 3 years of storage for things like this. And $1.25 for coconut milk, really great deal. Also wenn ihr mich fragt, ich habe auch Kokosmilch geladen. Can't talk about long-term food storage without talking about rice. The 2 pounds of rice, white and brown rice at Dollar Tree for $1.25 is... Okay, ich muss mich jetzt natürlich kurz fragen an der Stelle, was ist jetzt die Zielgruppe von dem Video? So Leute, die vom Prepping noch nie was gehört haben? Ich meine Milch, Kokosnussmilch, von mir aus Reis. Was kommt noch als nächstes? Nudeln? Klopapier? Öl? Naja, egal. Best deal you can find anywhere unless you are getting like a 20-pound case or something at a big box store. I just feel like rice goes with everything. You can season it to taste like anything that you want. It's an excellent item. Also erklärt sie uns jetzt, warum man Reis lagern sollte, weil er gut schmeckt und sich zu allen möglichen Gerichten gut passt oder gut verwenden lässt. And if you store correctly, this sucker can last for 10 plus years. I have said it before and I will... Nee. Wasser! Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wasser soll man also auch lagern. Mensch, da bin ich jetzt aber auch... Say it again, water is one of the most important items to have in your long-term storage for emergencies. Anytime there's a natural disaster of some kind, whether you live in a hurricane area or a blizzard area, a flood zone, and your water supply can get contaminated, it's highly recommended to have 1 schöne Bilder von Naturkatastrophen eingeblendet. gallon per person for 2 weeks stored in your family. But having water to drink, 2 Wochen Wasserlagerung, klar. washing items, brushing your teeth, washing your face, washing your body, and all of those needs. Okay, das ist jetzt eigentlich ziemlich klar. Die Zielgruppe sind absolute Noobs, absolute Prepping for Dummies, so ungefähr. Sie erklärt jetzt, warum man Wasser lagern soll. Okay, gut. Ist jetzt vielleicht für die Zuschauer hier von meinem Kanal, ich glaube, die lachen sich kaputt jetzt. Das ist jetzt nichts für Fortgeschrittene. Ja, ich hätte es mir schon gedacht, aber egal, trotzdem mal weiter. Ich meine, es gibt ja noch genug Leute, für die das tatsächlich neu ist, die das noch nicht auf dem Schirm haben, dass man vielleicht Wasser bevorraten sollte für 2 Wochen. You don't have it. Now, I don't know why feminine hygiene products are frequently left off of these prepper lists, but let me tell you, from a woman to the women who need these, when you need them and you don't have them, it's a disaster situation. Ja, das ist meistens so, wenn man was braucht und hat es nicht, ist das schon Disaster Situation, ist schon klar, ne? Also haben ist ja sowieso besser als brauchen, logisch, ne? Also wie bei Kondomen auch, ne? Ist doch besser, du hast welche dabei und brauchst sie nicht, als, naja, umgekehrt halt, ne?
Ja, schon. Camping Klar. one time, we were like Also ich möchte mich da jetzt nicht total drüber lustig machen oder so, aber natürlich, wenn man jetzt das hört, was denn die absoluten Basics sind, so, aber ja, lassen wir weitermachen. 2 hours from any store, any gas station, any place, and I'm begging every person in our group if they have anything. So I'm just saying these are excellent to stock up on for an emergency, and also you should keep extras in your car and in your purse. Every car you own, every purse you own, because literally one of the worst things is to need Sie hat ja recht. these and to not have them. You know what I'm saying. Some basic first aid supplies like off-brand Neosporin, Band-Aids. I have tested the Band-Aids here at Dollar Tree. They work really, really well. Erste-Hilfe-Set. It's just helpful to have in case something happens. They also have this liquid skin, you know, if someone has a cut and they need a stitch or something and you can't get to the doctor, you're not close to one. This kind of stuff is super helpful. Cough drops, painkillers, an ibuprofen, a Tylenol, cold medicine, anything to help you out, assuming you can't get to the store in an emergency. Vaseline might seem like a weird recommendation, but just hear Ja, natürlich, Vaseline soll in keinem Notvorrat fehlen, oder? Unbedingt. me out for a second. You can use it for first aid purposes. It's a lotion. This one is saying it's good for rough elbows, dry knees, cracked heels, dry hands, like who knows what you're gonna need. It's nice to have, but also this is essentially an oil, which means it's an excellent base to start a fire. It's a great fire starter. Even in wet conditions, this sucker will burn very, very happily for a few minutes to get you going if you need to start fires to keep warm or cook stuff, or like if you're camping or whatever. Speaking of fire, don't forget about candles, matches, and lighters. Assuming there's some kind of emergency, your electricity goes out, you need some way to see in Was the sind denn Matches? Okay, das weiß ich nicht. Lighters, Candles, klar. dark. Flashlights, extra Bestimmt Streichhölzer oder sowas. batteries, long-term candles. This is not a long-term candle, but it is a candle. It can be used for light, any kind of lighter, any kind of match. If you've ever had like blackouts in your area, you kind of know what it's like to be like, oh my gosh, we can't even see enough to play a card game or read a book or anything. So these are wildly convenient. I just had this conversation with my kids as we start a new school year. Kann man nicht genug haben, oder? Teelichter und so weiter. That it's good to smell good, right? You want to have the deodorant, you want to take your showers, you want to brush your teeth, because nobody likes hanging around the stinky kid. And the same is true if there's an emergency as well. Also Seife, Zahnpaste, Zahnbürsten natürlich, klar. So don't forget Hä, gibt es da sogar welche in Flecktarn oder was? Habe ich da verguckt? Waren die in Camouflage? brush your teeth, because nobody likes hanging around the stinky kid. And this Guck mal hier. Ich muss das Foto mal rüber machen hier. Die brauche ich. Aber gibt es die auch bei uns irgendwo? Guck mal. Zahnbürsten mit Tannenmuster. Absolut Pflicht. Wo kriegt man Zahnbürsten in Tannenmuster her? Das finde ich ja cool. Ey, brauche ich unbedingt. Also wenn ihr da mal einen Tipp habt, wenn ihr das Video jetzt seht und ihr wisst, wo gibt es Kinderzahnbürsten im Flecktarn-Look, schickt mir mal den Link. Ich brauche die. same is true if there's an emergency as well. So don't forget to stock up on your toothpaste, toothbrushes, body soap. You're not going to want to feel gross physically if you're worried mentally. It's just something to help you feel a little more in control of the situation. And baby wipes are an excellent sub-in for showers. So that's another perfect item to pick up as well. Now, if things are not going smoothly, sometimes it's nice to have a little bit of candy to give you a quick dopamine response to help you Sowas hält sich bei mir nicht lange. feel better. Ich habe schon mehrmals probiert, Süßigkeiten zu bunkern. So in Kartons und sowas. Keine Chance. Keine 2 Wochen. If your power's out, you have no water, and I don't know what's going to happen. Wie heißen die? Pups? Okay. Something might happen. Amis halt, ne? Sometimes it's nice to have a little candy to share amongst the children. Swedish Fish. Was ist denn das? Help them feel a little better, help them feel a little positive, and candy always helps me feel positive, so I feel like that's a no-brainer. Zip ties are one of the coolest items around. Ja, They're Kabelbinder. cheap, they're small, they're easy to take around, and they're so... Das ist allerdings ein sehr, sehr guter Tipp. Ich muss sagen, ich habe auch in meinem EDC immer so Kabelbinder dran. Zum Beispiel, wenn es zum Campen geht
Du willst den Pavillon aufbauen und irgendwo muss der vielleicht befestigt werden oder irgendwas anderes muss zusammengetackert werden. So kleine Kabelbinder, die auch so aneinander machen kannst, sind auf jeden Fall immer hilfreich und die kosten auch echt Centbeträge oder ein paar Euro vielleicht. Das ist schon ein cooler Tipp. Dang useful. You can tie cords together. You can create a splint with some gauze Kriegst du eigentlich auch in jedem Baumarkt. Ne? and some zip ties. You can hook your phone to something. You can tie your keys around your wrist. There's all kinds of things you can do with zip ties. We like to keep them on hand at all times, no matter what, even without an emergency, just to have on hand because they're so dang useful. Now, if you're wondering why you would need to stock up on any of these items from the Dollar Tree or anywhere else, there's a couple of circumstances where it might come in handy. Sometimes it's just nice to buy things on the cheap so you don't have to go to the grocery store more often. Number two, if you recall a couple of years ago when you needed toilet paper and Also war das wahrscheinlich bei den Amis genau wie bei uns, dass es immer zu Beginn der Krise, ob das jetzt bei Corona war oder letztes Jahr mit Beginn vom Ukraine-Krieg, dass dann das für leere Regale gesorgt hat. Ne? Also kennt ihr auch die Bilder. Empty Store und so weiter. Across the nation, Junge. beans and rice and cough drops and cough syrup, and they were nowhere to be found. Sometimes it's nice to just have them if they're not in the store for whatever reason. Yeah. The trucks couldn't get through Yeah. and didn't deliver them. Maybe there's a manufacturing issue. Maybe other people bought them first and they just didn't restock yet. Maybe you do live in an area with natural disasters, whether that's blizzards or hurricanes or tornadoes. Das ist ja bei den Amis noch ein bisschen mehr verbreitet, ne? Hurricanes und was die da alles immer für komische Naturkatastrophen haben, die es zum Glück jetzt in Deutschland noch nicht in der Intensität gibt. Or Aber wer in so einem Gebiet lebt, sollte sich auf jeden Fall bestimmte Sachen auf Vorrat legen, ganz klar. flooding or earthquakes or whatever it is. Any of those things can disrupt the way that we ship items to where we purchase them and then purchase. Also die Versorgungsketten, die können immer mal durch irgendein Ereignis unterbrochen werden und es wird schwierig dann, dass Produkte dann in die Läden kommen, die man aber eigentlich braucht, aber in dem Moment gibt es die dann halt nicht mehr, weil die Lieferketten sozusagen unterbrochen sein können. Ja. them and bring them to our house. So anytime that's messed up in any way, things get really hard. Also, ihr seht das, nicht nur in Deutschland ging dieser Run auf die Klopapiers los, auch in den USA scheinen sie gekauft zu haben, wie die Bekloppten. Ich muss gerade mal gucken, von wann ist das Video. Das ist ja gar nicht so alt, das ist vor 8 Monaten. Wir haben jetzt Mai 2023, naja, letztes Jahr. And hard to find, and people tend to panic buy. So what we are doing is we are planning ahead and making sure we have those items so we Also Panikkäufe kennen die Amis also auch. don't have to panic buy when something goes wrong. Another one of my favorite reasons to buy these items is so that you can have them the moment you need them. Yeah. Like, let's say your kid has a cut and you need some Band-Aids and gauze or whatever it is. I don't want to be running to the store in the midst of that emergency. I want to just have it at my house. Absolut. So, you know, maybe my kid's not panicking or having to wait longer than necessary. Okay, ich würde sagen, die Botschaft ist hier ganz klar angekommen. Man kann das zusammenfassen in einen kurzen Satz: Haben ist besser als brauchen. Also sie denkt das oder sieht das genauso, gerade wenn man Kinder hat im Haushalt. Es ist doch besser, man hat bestimmte Sachen für alle möglichen Fälle da. Gerade wenn sich das Kind mal verletzt, irgendwie hat sich geschnitten oder irgendwie eine Wunde zugefügt. Nicht, dass man dann erst losrennen muss und muss Sachen kaufen, die man dann braucht, sondern es ist besser, wenn man die einfach schon hat. Und das ist absolut das, was ich ja auch immer sage. Und das deckt sich 100% mit meiner Meinung. Ja, wie gesagt, das Video war jetzt so ein bisschen wirklich an absolute Neulinge gedacht oder adressiert natürlich. Und wenn ich mal auf den Kanal gucke, das hat ja wirklich nichts mit Prepping oder so grundsätzlich zu tun. Was macht die? Food, Finances, Fitness, Family. Okay, da geht es also um alle möglichen Themen. Essen zubereiten, Meal Prep und so weiter. Eating for $10 in der Woche und. Und von daher ist das natürlich Zielgruppen. Achso, sorry, ich habe mich jetzt gar nicht ausgeblendet hier. Also, das ist der Kanal Frugal Fit Mom. Immerhin über 1000 Videos, über 500.000 Abonnenten und wenn man hier mal reinschaut, also die Videos, die hier gemacht werden, sind so Tipps
für Essen, Finanzen, Fitness, also Food, Financials, Fitness, Family, okay. Und ja, das wollte ich sagen. Also die Zielgruppe ist natürlich hier Ihre Community, die Abonnenten, die sich halt möglicherweise noch nicht mit dem Thema Prepping auseinandergesetzt haben. Und von daher ist es natürlich ein absolut gelungenes Video. Kann ich nur so sagen, dass sie quasi Tipps gibt, was man für alle Fälle, für jeden Fall der Fälle zu Hause haben sollte und auch warum und das auch ausführlich erklärt. Und insofern ist das natürlich absolut klasse. Ja, wie gesagt, für Fortgeschrittene, ich würde mich jetzt mal als Fortgeschritten bezeichnen und sicherlich auch die Abonnenten von dem Kanal Survival Pro hier, die die Videos mehr oder weniger regelmäßig auch schauen. Da kann man eigentlich oft auch drüber schmunzeln, aber musste ich mal so in die Lage versetzen von jemandem, der sich jetzt überhaupt noch nicht mit diesem Thema befasst hat. Und da sind diese Tipps natürlich absolut gut. Ne? Und ich sag mal, man kann es ja gar nicht oft genug sagen und oft genug betonen, legt euch Vorräte zu, ihr müsst über den Zeitraum von mindestens 10 Tagen, so sagen es die Behörden in Deutschland, am besten 2 Wochen oder länger, vielleicht sogar einen Monat, müsst ihr im Notfall euch selber versorgen können. Ja? Ihr müsst ja ohne Einkaufen gehen auskommen. Also dass man wirklich alles hat, was man brauchen kann. Und dazu gehören eben nicht nur Wasser, Lebensmittel und eine Möglichkeit, Strom zu erzeugen oder eine warme Mahlzeit zuzubereiten, sondern eben auch, dass man ja, Hygieneartikel zu Hause hat und auch wenn man Kinder hat, dass da an alles gedacht ist, die können sich mal verletzen, man braucht Erste-Hilfe-Sets und so weiter. Und der Punkt ist immer der, und es kommt immer wieder aufs Gleiche raus, du kannst es quasi drehen und wenden, wie du willst, wir kommen immer wieder zu dem Punkt, haben ist besser als brauchen. So, und ich freue mich, dass das auch andere YouTube-Kanäle, die eine ganz andere Zielgruppe und eine ganz andere Thematiken bearbeiten, das eben ähnlich sehen und das in ihre Community auch weitergeben. So, und da werde ich auch mal einen kleinen Kommentar hinterlassen. Erstmal ein Daumen nach oben. Ach du Scheiße, was schreibe ich denn mal? Ich kann ja kein Englisch, oder jedenfalls nicht so gut. Ich mache einfach nur, top. Top. Ausrufezeichen. Ja, ich weiß, es ist wieder sehr schwach, aber mehr fällt mir gerade nicht ein. Top und ab dafür. Prima. Ich bin mir so stolz auf mich. Okidoki, prima. Dann wieder mal vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Immer Dienstag und Donnerstag gibt es auf diesem Kanal Reaction-Videos zu den Themen Zivilschutz, Krisenvorsorge, Notvorrat, Prepping und so weiter. Wir schauen uns wirklich alles an. Also im Endeffekt mache ich nichts anderes, als was ich sowieso machen würde. Ich schaue mir diese Videos an und da läuft halt jetzt eine Kamera mit und ich gebe das dann von mir, was mir in dem Moment gerade einfällt, mal mehr, mal weniger, auch immer ein bisschen abhängig von der Tagesform. Und wie immer ungeschnitten, mit allen peinlichen Versprechern und Wortfindungsstörung und so wie jetzt, wo mir nichts einfällt. Ja, egal. Mir geht es ja hier um Authentizität. Also so wie ich in dem Moment darauf reagiere, so ist es halt immer heute auch. Und da wird nichts geschnitten, nichts geschönt und alles ist gut. Also abonniert auf jeden Fall den Kanal, schaut wieder rein. Immer Dienstag und Donnerstag 18 Uhr geht das ab. Bis dahin, macht's gut und tschüss.